Okay, everyone, keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like pork in that German whore, Phelps? Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Steffen's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, Detective. Now get out of here. Both of you. Get out! So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Wir sind angekommen in einem neuen Dezernat. Wir sind im Branddezernat. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, wieso wir jetzt hier sind und nicht weiter in der Sitte. Roy Earl hat uns verpfiffen, als wir uns mit Elsa Lichtmann heimlich getroffen haben, mit ihr eine Affäre begonnen haben und deswegen degradiert worden sind vom Chef. Aber wie gesagt, die Leute, die hängen ja alle miteinander zusammen. Das sind alles so ganz kleine Schmierfinken, sage ich mal. Und jetzt sind wir also im letzten Dezernat. Wir sind langsam am Ende des Spiels angekommen. Wenn es euch wieder gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und damit helft ihr mir natürlich auf dem Weg zu 5000 Abonnenten. Das wäre sehr, sehr geil, wenn ich das in diesem Jahr noch irgendwie erreiche. Und deswegen lehnt euch zurück, habt Spaß. Und jetzt fahren wir mal zu einem der zwei Hausbrandfälle. Warte mal, unser Kollege fährt natürlich. Wir fahren erst zu den Steffens. Genau, unser Partner Herschel Biggs. Ich finde den eigentlich auch ziemlich nice. Ist am Anfang auch ein bisschen schwer, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Klar, wegen dieser Hintergrundgeschichte werden uns jetzt natürlich alle ansprechen. Ne, das stand natürlich in der Zeitung drin. Aber ich finde es cool, dass man jetzt auch mal wieder was ganz anderes hat. Ne? Hausbrände, nichts mit Drogen, Morphium, nichts mit Gras. Jetzt haben wir wirklich Hausbrände. Und wir gehen auch noch ein bisschen tiefer rein in die Materie. There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in your face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Brannigan. His name may be dog shit, but there's none in his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steffen's family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. And they come home to this. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry Lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. Also, zurück zum Tagesgeschäft. Da habt ihr gerade gesehen, der Typ war am Anfang ein bisschen misstrauisch uns gegenüber. Klar, wir stehen jetzt natürlich in der Presse mit diesem ganzen Thema rund um Elsa Lichtmann und der Affäre und hast du nicht gesehen, unsere Frau hat uns rausgeworfen. Aber gut, zurück zum Geschäft. Wir schauen wie immer mal, was wir hier alles finden. Zunächst haben wir einen Insta-Heat-Boiler. Und zwar da auf der linken Seite. Ja, alles wird hier überwacht, jawohl. Ah, schon krass, ey, da hast du mal was gewonnen. Zack, kommst du nach Hause, ist dein ganzes Haus weg. Aber wenn die ganzen Häuser hier sowieso abgerissen werden sollen, um hier neue hinzustellen, dann ist das doch nicht... Da steckt doch was im Busch. So, bitte einmal weg. Genau, dieser Insta-Heat-Boiler hier ist unser erster Hinweis. Und zwar von wem der nämlich alles gewartet wird. Matthew Ryan unter anderem, Franklin Manning. Aber dieser Matthew Ryan ist halt der am häufigsten hier war. Deswegen müssen wir mal überprüfen, was der Typ hier gemacht hat. Dann haben wir, glaube ich, noch ein Preisticket. Genau, den kriegen wir von dem
Herren des Hauses höchstpersönlich. Und zwar steht der hier. Mr. Stevens? Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Steffens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. Gullivers Reisebüro, Reiseziel Catalina Island. Abreise 18 Uhr Freitag, 19. September. Ausgestellt 18. September, okay. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Ja, wenn das nämlich häufiger vorkommt, dass die anderen Nachbarn auch sowas bekommen haben, um dann dahin geschickt zu werden, das hört sich schon komisch an. So, auch ihm müssen wir mal 2 Fragen stellen. Don Steffens, 32 Jahre, Hausbesitzer und Brandopfer. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. So, und genau diese Suburban Wohnbauförderung, die wird uns jetzt im Branddezernat von Fall zu Fall immer mal mehr verfolgen. Mal ein bisschen intensiver, mal ein bisschen oberflächlicher, aber das ist sozusagen jetzt unser Feind oder so, möchte ich mal sagen. Das stimmt natürlich, was er sagt. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. Ich glaube auch nicht, dass diese Losung ganz richtig verlaufen ist. Die haben sich einfach die Häuser ausgesucht und haben dann die Leute halt angeschrieben. Sie haben gewonnen, die fliegen weg. Und dann haben die anderen Leute Zeit, die Häuser in Brand zu stecken. So aus Versehen. Würde ich jetzt mal zu Beginn sagen. The Redevelopment Fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Ja, nie mit denen verhandelt? Na, ich glaube schon, dass er mal drüber nachgedacht hat. Je nachdem, wie viel die dem geboten haben. Wenn der natürlich 2 Millionen bekommen hätte, dann hätte der natürlich ja gesagt. Das müssen wir anzweifeln, das stimmt nicht so ganz. Everyone else is selling, but you're the holdout, aren't you? I was the last. I thought I could hold out for a better price. My house is the center lot. So now you have to take the price regardless. Looks like it. I've got no choice. I have to put a roof over my family. That's all we need for the moment, Mr. Steffens. All right. What's with him? You've seen the papers. I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. Tja, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach für Herrn Phelps hier, ne? Klar, dass das nicht spurlos an ihm vorbeigeht, aber gut, wenn das Grundstück wirklich zentral stand, wenn man dafür das meiste Geld rausholen kann, dann hätte ich natürlich auch erstmal gewartet. Any ideas? All right. Make the call and see if these suburban assholes have an address. Suburban Assholes. Also seht auch, dieser Kollege ist nicht auf den Mund gefallen. So, komm, sprinte mal eine Runde, genau. Vertreiben uns noch ein bisschen die Beine. Und dieser Kollege hier, da spoilere ich euch jetzt schon mal, der ist von Elysian Fields und zwar heißt der Leland Monroe. Ja, der ist also, der wirbt dafür, dass er neue, moderne Häuser baut, die alten, zerbrochenen Häuser abreißt, aber der Typ, der hängt auch unter anderem mit Roy Earl zusammen und noch ein paar anderen schmierigen Typen. Deswegen bleibt dran, die Fälle im Branddezernat sind wirklich sehr, sehr cool und machen Spaß. How could I help, There's Detective? such a thing as soap, you know. I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. Do you have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks for your help. Aha, also wir haben jetzt den Ort, wir wissen genau, was sie machen. Bauen für die heimkehrenden GIs, was immer das auch ist. Vielleicht sind das die Leute, die vom Krieg noch nach Hause kommen oder so. Ich weiß es leider nicht. GIs oder ob das irgendwelche Gastarbeiter sind, für die dann Unterkünfte gebaut werden für viel Geld. Ich weiß es nicht. Aber dieses Suburban Redevelopment Fonds ist auch, wie gesagt, nicht
ganz legal. Und auch nicht immer so, You can ja, drive. wie soll man sagen, normal, wie sie zu sein scheint. Sehr korrupt auf jeden Fall. So, wir fahren jetzt zum zweiten Hausbrand, zu den Sawyers. Wo etwas Ähnliches eventuell passiert sein wird. Also es ist wirklich sehr interessant. Es ist, wie gesagt, wieder was ganz anderes. Und es macht auch wieder auf eine andere Art und Weise wirklich Spaß. Der Sawyer-Hausbrand, 9:19 AM. Hi, Albert. We've got this case. Hey, Biggs. You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Family of 4 found dead in their beds. Heater explosion. Hey, another one. Looks that way. Insta-Heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go bang. Take a look around the yard and see what you can find. Schon wieder von Insta-Heat. Die Firma hatten wir ja gerade schon mal. Diesmal ist er, muss ich mal gucken, Reglerventil auf Boden am Weg, rechter Grundstückseite. Alles klar. Gut, die Leiche schauen wir uns später an. Ich gucke mir jetzt erstmal hier dieses Insta-Heat. Mal, Okay, dann nicht. You gonna stick it out, Cole? I'm gonna try, Mal. What have you got? Family by the name of Sawyer. Mother, father, and 2 kids. All in bed from the looks of it. Oh, I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death. I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. I'd say that's firm but fair. Und so lobe ich mir das. Sie gehen weg von der privaten Ebene, ne, arbeiten zusammen und müssen daher natürlich eine professionelle Ebene behalten und auch, ja, das ein bisschen versuchen zu trennen. Also jetzt gehe ich aber erstmal hinten rechts hin zu den, zu dem Insta-Heat-Modelltyp hier. Mal gucken, was wir da alles finden. So, das ist es. Ich kenne mich damit auch leider nicht aus, deswegen muss ich jetzt mal demjenigen vertrauen, der das hier untersucht. Hey, Biggs. Reglerventil. Is this significant? Regulator valve. Good find. Detectives, this is the next door neighbor. Detective Phelps, can you help? They were supposed to be going away. They won a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Thanks. You've been a big help. Phelps, the guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Und schon geht's wieder los. Joanna Alford, war das die wir gerade befragt haben, die uns das gesagt hat? Ein Typ, der gerne mit dem Feuer spielt. Stop! LAPD! So, komm, jetzt ringen wir den einfach mal nieder. Komm, auf offener Straße. Ja, aber so ganz... Na, kommen wir noch nicht an ihn ran. Wir geben zwar Gas, aber so richtig... Na los, komm, wir haben ihn doch schon fast. Jetzt aber, jawohl. Zack. What's your name? Herbert Chapman. So you like fires. Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. Tja, also er legt zwar Brände, aber will niemanden umbringen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. Really? I have a theory about this. Will do, Lynch. Take this guy in.
We might want him for questioning later. You got it, Detective. Why have you got such a hard-on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. They're house fires, Cole. Accidents, heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. There's something to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. I'm gonna make this case. I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Düdüm. Aber ich bin der Meinung, wir müssen noch irgendwas machen. Ach nee, das hatten wir schon. Dann fahren wir jetzt zu Gullivers Reisebüro. Ja, Phelps möchte natürlich wieder ein bisschen, ja, positivere Schlagzeilen haben. You're behind the wheel. Und deswegen will er mit aller Macht, will er diesen Fall lösen. Und ich glaube auch nicht, dass es einfach nur ein Unfall ist. Weil da muss ja jemand absichtlich die Heizung so manipuliert haben oder dieses Modell, dass die Heizung explodiert und dadurch ein Brand entsteht. Und die Familie wäre ja auch verreist, wenn der kleine Henry nicht krank geworden wäre. Also ich glaube, das hat schon alles so... was ist das denn am Fenster? Das ist ja mal ein geiles Schaubild. Gullivers Travel Agency, da würden wir jetzt mal ein bisschen nachfragen, was da los ist. Warum denn alle Leute umgebracht werden, wenn die außer Haus sind oder auch nicht. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? So, also wir haben einmal... die Steffens stehen auch hier drin. Schaut mal. Here they are. Steffens. Family of 5 by flying boat to Catalina Island. Und Sawyer hier, das ist die zweite Familie. Sawyer family. Rosewood Avenue. Die haben aber abgesagt. So, dann fragen wir mal den Angestellten in Gullivers Reisebüro, John Cunningham. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotions mailing list covers half of LA. Ja, das stimmt. So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. Ja, ich glaube, es ist aber eine Regierungsorganisation. Also da hängt ja der Bürgermeister mit drin, glaube ich. Der oberste Police-Chef, Roy Earl unter anderem. Also, aber das später alles im Branddezernat. Jetzt erstmal hier I'm told weiter. the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Nein, so war es definitiv nicht. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe, die suchen sich gezielt diese Häuser raus, die bereits zum Abriss, die Familien schicken sie dann weg, sodass die problemlos die Häuser abfackeln und dass es halt so aussieht wie ein Unfall. Also das hängt irgendwie miteinander zusammen. While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who has won. Genau so. Thanks for your help. No problem. I just wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you? Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. Geschickt eingefädelt. Also sag ich ja, diese Preisausschreiben, das hatte nichts mit Glück und Losen zu tun. Das war nämlich von der Suburban Wohnbauförderung genauso gewollt. We had it. Muss ich aber gerade mal gucken, zur Feuerwache müssen wir, glaube ich. Aber wo ist die Feuerwache? Ich fahre einfach mal selber los. Mal gucken, vielleicht kommt ja der Ort noch irgendwo.
So, und schauen wir mal. Ansonsten fahren wir erstmal woanders hin. All right. Let's scope this suburban outfit. Ah, müssen wir also doch dahin. Ich glaube, das hatten wir auch hier gerade auf unserem... Okay, fahren wir doch dahin. Also, dann fährt doch unser Kollege, weil mich wundert das, dass diese Feuerwache jetzt nicht hier raufkommt. Fahren wir doch mal hier hin. Okay, Suburban Wohnbauförderung. Aber ich muss auch noch mal zur Feuerwache. Let me guess. You want to check out the suburban address? Great partners must think alike, Herschel. Ja, ein sehr ehrgeiziger Phelps, gerade nachdem er vom Dezernat runtergeschmissen wurde oder degradiert wurde. So. Elysian Fields. Aber ich wollte doch zu Suburban. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Ha. Elysian are investors in the suburban Falsche Adresse. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. So, also jetzt fährt Hirschelbix zur Feuerwache. Ja, ist eine falsche Adresse. Wird so eine Tochtergesellschaft sein oder wie er gerade gesagt hat, halt ein Sponsor. Die unterstützen die Suburban Redevelopment Fund, um wahrscheinlich dann Häuser abzufackeln. Die spenden das nötige Geld. Also es ist sehr interessant. Ist zwar wieder ein bisschen verzwickt, da hängt alles miteinander zusammen, aber ich finde das sehr interessant. Lynch. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire, Al? Yes, it is. Und Reginald Worley, also ein zweiter sehr regelmäßig vorbeischauender Kollege, der diesen Boiler wartet. Deswegen, diese beiden Typen müssen wir noch befragen. It's a theory only. I don't have enough evidence to prove. Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps, you're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Gut. Also, jetzt ist es mal wieder ein bisschen mein schlaues Köpfchen gefragt, wollte ich gerade sagen. Also, den Bunsenbrenner, ich glaube, wie war das denn? Der muss, glaube ich, in die Mitte. So. Das Reglerventil. Oder warte mal. Ich lasse den Bunsenbrenner mal da stehen. So, dann das Reglerventil muss ja dann, glaube ich, hier hin. Und das hier würde ich jetzt einfach mal dahin tun. Für den Ballon. Der Gasballon muss neben der Spirale stehen. Ja, steht er doch hier, der Gasballon, oder? Oder muss ich die beiden Regler wechseln? Ich schau mal gerade. Ich tue das mal hier hin, dann tue ich den Ballon auf die andere Seite. So. Ah, oder vielleicht... Ich habe gleich noch eine Theorie. Ich probiere erstmal das und dann versuche ich mal den Bunsenbrenner ganz nach rechts zu stellen, weil irgendwie braucht er ja auch Verbindung mit dem Gas. So vielleicht? Dann würde ich doch mal den Brenner nach rechts stellen. So. Zack, ran an die Flamme. Und das würde ich in die Mitte stellen. Good, your regulator's in position. Gut. Das Reglerventil ist in der Position. Halt, nein, nicht wieder rausnehmen. Ah, und jetzt muss ich wahrscheinlich den Bunsenbrenner mit dem Ballon wechseln. So. Also, tauschen wir einmal die Position hier. Zack. Das kommt rüber. Und dann machst du das.
Okay, I'll light your pilot and turn the gas. You pull the lever on the left to turn on the gas. Genau, links wird dann das Gas quasi reingezogen. Der Bunsenbrenner erzeugt Wärme oder Feuerhitze. Mit dem Ventil wird das Ganze dann aufgedreht. Verbindung zu dem Ballon ist da und jetzt müsste der Ballon eigentlich gleich platzen. Genau, der entzündet. Zack und bumm. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Dieser Lynch ist auch eigentlich eine coole Socke. Hat auch mal den ein oder anderen lockeren Spruch auf Lager, aber er hat Ahnung von dem, was er sagt. Und deswegen fahren wir jetzt mal zur InstaHeat-Fabrik und schauen mal, was der Geschäftsführer uns zu sagen hat. Und vor allem auch zu diesen Leuten, die die Boiler gewartet haben. Weil es kann ja nicht sein, dass die Boiler warten. Es ist alles gut. Und dann explodieren auf einmal 2 Heizungen oder stehen 2 Häuser in Flammen. Das kann ja nicht sein. So, dann gucken wir mal. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasic. You should find him in his office. Ivan Rasic. So. Warte mal, hier haben wir noch einen kleinen Hinweis bzw. Werbung, wie das Ganze aufgebaut ist. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. Und bringen alte Häuser zum Explodieren. 20 Gallonen sind da drin, $82,50. Tja, wenn es nur das mal halten würde, wie es da steht. Das ist das gleiche. Okay, wo ist denn der Manager? Da. Dann gehen wir einmal hier rein. Genau, hallo. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70, yeah. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Es läuft also ständig Gas dadurch und irgendwann läuft halt zu viel Gas und dann explodiert das Ganze. Also der Mann hat Ahnung. Ivan Rasic, Fabrikleiter. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Da weiß er leider mehr. Ja, er schmunzelt schon. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, we've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Genau. 2 Stück sind nämlich explodiert. Beziehungsweise waren nicht ganz korrekt. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Das ist nämlich gelogen. I think you're lying, Rasic. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, Detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Ja, und zwar Varley. Boiler, der von Varley gewartet wurde. Genau, Reginald Varley. Der ist nämlich explodiert bei den Sawyers. What about Reginald Varley? You know about Varley. He's on the run for a divorce interstate. It's not so bad. You in the habit of hiring criminals, Rasic? I need guys, Detective. This boom is a once-in-a-lifetime opportunity. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. There.
Around a dozen of them. Housing Na business super. is going crazy at the moment. Sind denn da wenigstens die Leute drauf, die wir brauchen oder von denen wir schon mal gehört haben? This is a long Gasinstallateure. shot. We are not gonna roust that whole list. Also wir haben unten einmal Reginald Varley, Matthew Ryan, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. So. Dann müssen wir mal ein paar Namen durchgeben, auf jeden Fall. Wo steht denn das Telefon? Steht da, steht das, guck mal. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Aha. Also, ganz viele Hinweise nun. Employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasick. Desperate times indeed. Das stimmt allerdings. So, muss ich ihn jetzt nochmal weiter befragen? Ich glaube, ja. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Also, geht doch ruckzuck hier. Schön strukturiert. Die Adressen haben wir. Da fahren wir jetzt gleich nacheinander hin. Happy now? Yeah, I'm very happy with that. Stick around, Mr. Rasick. So, dann schauen wir mal, was diese Leute alles in ihren Spinden haben. Walter Clemens. Gesetz und Autorität. Ein anarchistischer Aufsatz von Pierre Kropotkin. Ja, Anarchie. Das ist natürlich auch wieder genau mein Thema. Geht's da noch weiter? Oh Gott. Gut, ihr könnt euch das ja mal alles unten durchlesen. Ich muss jetzt halt nur warten, bis er das als Hinweis speichert. Die Menschen werden verleitet, von ihm zu fordern, was nur... Alter, das sind ja genau die Texte für mich. Damit könnte ich mich einen Tag lang beschäftigen. Ich wüsste immer noch nicht nach dem ersten Satz, was der von mir meint oder was damit gemeint ist. Geht's da noch weiter? Nein. Gut, dann gehe ich mal zurück. Wichtig war halt das Flugblatt, dass wir das als Hinweis haben. Dann brauchen wir irgendeinen Ryan. Ich glaube hier, genau, Matthew Ryan. Hat genau dieselben Flugblätter und eine Zange. Gut, die Zange ist jetzt nicht so verdächtig, die könnte jeder in seinem Spind haben, aber er hat ebenfalls diese Flugblätter. Gesetz und Autorität. Die scheinen doch nicht irgendwie zusammenzuhängen, diese drei. 5 Cent pro Preis, ey. Was das noch für Preise damals waren. Für 5 Cent, was kriegst du heute für 5 Cent? Nix. Some light reading on the merciless capitalist machine. Ist wahrscheinlich genau derselbe Text. Ja, oh, jetzt habe ich das nochmal aufgemacht. Also da steht ja natürlich derselbe Text drin. Wenn die alle dieselben Flugblätter haben, dann hängen die auch alle mit unter einem Hut. Oder sie stecken unter einem Hut und hängen da irgendwie alle mit drin. Ryan, Clemens und Varley. Aber wenn dieser Varley schon mal wegen Mord angezettelt wurde und gesucht wird, dann bin ich der Meinung, ist das auch nicht ganz koscher. Ja, jeder auf seine Art und Weise, ne? Das möchte ja der Walter Clemens
auch. So, und als letztes haben wir noch Varley. Reginald Varley. Der hat ausnahmsweise mal keine Flugblätter, sondern Pepperwort Moskill vertreibt Moskitos sofort, auch gegen Mücken und Sandfliegen für drinnen und draußen. My company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Ja, oder? Das wird benutzt, um Brände, glaube ich, zu verlangsamen oder so. Was hat der Typ vorhin gesagt? Das benutzt man auch um Brände zu legen. Also um das Ganze so ein bisschen in die Länge zu ziehen. Hat, glaube ich, der Lynch gesagt. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasik? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Das glaube ich auch. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Alles klar. So, und jetzt klappern wir mal nach und nach die einzelnen Plätze ab. Clemens, Ryan, Varley. Wir fahren nämlich jetzt zuerst zu Varley, oder? Achso, der hat schon automatisch entschieden, wo wir hinfahren. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Auf jeden Fall ist da schon einer sehr aktiv am Rumhantieren. Ja, ein neuer Boiler. Also wahrscheinlich wieder dieses Instaheat Modell 70 Ding. Das wird jetzt manipuliert. Und dann geht's weiter ans nächste Haus. Oder er macht einfach nur normal seine Arbeit. Das ist eine gute Frage, aber wer das jetzt ist. Das wäre interessant zu wissen. Achso, das war nur der Vorspann. Ich wollte gerade sagen, hä, sind die so schnell gefahren? And where exactly are we going? Ich bin jetzt gerade mal am gucken. Also hier steht zuerst, dass wir zu Clemens, glaube ich, fahren sollen. Oder warte mal, Varley, Ryan, Wiltshire Revier. Dann fahren wir zu Varley. Beziehungsweise wir fahren trotzdem erstmal zu Clemens und gehen sicher, dass der Typ schon mal raus ist, weil die beiden anderen Namen, Ryan und Varley, die sind hier aufgelistet, dass wir die befragen müssen. Deswegen, wir schließen erstmal einen aus. Aber ich glaube, der wird auch abhauen wollen. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Also, Ryans Arbeitsplatz, Ort, Clemens Arbeitsplatz. Achso, hier, Clemens Arbeitsplatz, Befragung. Verbindung zu Varley, 26. You know Reginald Varley? No? Can't say I do. Ja, das ist ein Mitarbeiter. Sein Kollege. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. Der kriegt also Geld, vielleicht von der Suburban Redevelopment Fund? You're licensed and work for Instaheat? I contract for them. So what? Tja, auch wieder anzweifeln. Instaheat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watched it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Der geht schon Geschäfte mit dem Feind ein, aber gut, wenn Herschel Biggs dahinter steht, soll er machen. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Ja, das ist gelogen. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Nein, wir haben einfach die Flugblätter gefunden. Und zwar in Clemens Spind. Beziehungsweise, ja, in ihrem Spind. Und zwar, warte, hier. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. HUAC might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Schade. Hätte ja schon sein können, dass beim ersten Ort wir einen Typen haben. Dann fahren wir als nächstes zu Ryans. Zunächst mal. Weil wir dort uns nämlich eine Verfolgungsjagd liefern, soweit ich jetzt hier lese. Und der letzte, den wir uns erholen, ist Reginald Varley.
Aber jetzt erstmal dahin. So, da haben wir wieder Leland Monroe, der uns angrinst, anlächelt. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, Arson Squad. Arson? You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Ja, genau. Hold it, Ryan. I said, son of a bitch. Natürlich packt er nur kurz seine Sachen rein. Ey, das hätte er sich doch denken können. Zack. Dann wollen wir mal einen weiteren Kollegen holen. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Oh, scheiße. Jetzt habe ich schon mal wieder Passanten umgefahren. Aber GIs, was sind denn GIs? Take this guy out. Das würde ich gerne mal wissen. Sind das halt einfach neue Häuser? Oder Häuser, die für Neuankömmlinge gebaut werden? Oder We need to take Ryan down before he hurts somebody. für Heimkehrer von dem Krieg? Ja, Get in close and steer him off the tar. dann trifft doch seine Reifen. Zack. Jetzt müssen wir nur noch einmal, glaube ich, Target that isn't there, Phelps. zack, anfahren. Er fährt einfach weiter, ey. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room Zack, before we can get noch an angle 30 on Mal him. überschlagen. Wir haben ihn doch. Guck mal. Und zusätzlich noch ein Laternenfall auf dem Dach. Das gibt's gratis mit dazu. Und nur beim LAPD. I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Genau. So einfach ging das. Das hätte ich auch mal zuerst machen müssen. Das ist der erste Verdächtige. Beziehungsweise den zweiten. Wir haben ja noch vom Anfang einen drin sitzen. So, und der letzte ist Varley. Reginald Varley. Ja, kannst gleich einen Platz weiter rücken, Biggs. Du musst nämlich nochmal fahren. Das finde ich super. Wenn im Notizbuch alle Orte abgestrichen sind, dann weiß ich, okay, da haben wir unser Schuldiges getan und wir können problemlos weitergehen. So, Varleys Arbeitsplatz und der arbeitet wieder gegenüber von diesen GIs-Häusern. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das sind Leute... Ja, toll. Dann schieß doch. Und zwar jetzt. Da ist nämlich der weiße Kreis. Halt, stopp. Zack. Das hätte er viel häufiger machen müssen. So ersparen wir uns nämlich das ganze Hinterhergelaufe. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're a guest of the city. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. And be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Zack, kurz und schmerzlos. Und jetzt haben wir halt Befragungen zu tun. So. Also, ab zum Wiltshire-Revier. Und lass uns noch ein paar Befragungen durchführen, bevor wir unseren ersten Fall hier endgültig abschließen können. Hoffentlich mit 5 Sternen. Mit allen gefundenen Hinweisen, allen richtig beantworteten Fragen. Aber das ist jetzt normalerweise nur noch Formsache. Schauen wir mal. Wiltshire-Revier 7:25 p.m. Make homicide. You know you've got it made if you can get to that desk. I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Boah, das ist ja unglaublich. Wenn du eine verdächtige Person beschuldigst, wird der Fall abgeschlossen. Aber ich würde trotzdem gerne beide befragen. Und zwar fangen wir an mit, ich würde sagen mit Matthew Ryan. Fangen wir mal mit dem an. Wo sitzt der denn? Ist der hier drin? Ne, das ist Reginald Varley. Matthew Ryan müsste da hinten drin sitzen, genau. Fangen wir mit dem mal an. Weil ich glaube, er war es nämlich nicht. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Ach ne, hier, das ist Reginald Varley. Okay, dann ist Matthew Ryan der andere. Naja, habe ich verwechselt. Es tut mir leid. Also 28, Arbeit am Sawyer House. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue?
Family by the name of Sawyer. Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Tja, und Wartungen unter Why anderem. are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Ja, weil sie nämlich die Boiler gewartet haben. Jetzt muss ich nur den richtigen hier rausfinden. Und zwar Boiler von Varley gewartet. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him, though. Because he still wouldn't sell. Aha. Suburban Wohnbauförderung. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Tja, auch das ist gelogen. Da lachen beide und ich lache gleich mit. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Na, Gott sei Dank haben wir die Aussage von Matthew Ryan. Irgendwo. Und zwar Aussage von Walter Clemens. Nee, dann fehlt uns ja eine. Warte mal. Ryans Polizeiakte. Aussage von Matthew Ryan. Ryans Flugblätter. Ah, deswegen hätten wir wahrscheinlich erst den anderen Typen befragen müssen. Ja, jetzt habe ich natürlich hier nicht die Antwort, die ich brauche. Das ist schade. Ich habe jetzt hier nämlich nur die Aussage von Walter Clemens. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Genau. Oh, you're not even gonna hear me out? Ich bin sofort wieder da. Ich würde gerne mal rausgehen. Kann ich das hier verlassen? Ich kann das leider nicht verlassen, ey. Was für ein Scheiß, denn mir fehlt jetzt nämlich eine entscheidende Antwort. Deswegen hätte ich vorher zu Matthew Ryan gehen müssen. Mir fehlt jetzt nämlich diese eine entscheidende Antwort. Ich mache jetzt erstmal das Insta-Heat-Modell. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Tja, auch das ist natürlich gelogen. Aber da haben wir den Beweis. Suburban wants homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Huh? Die Moskitospiralen. Die haben wir nämlich jetzt hier unten. Die waren nämlich in seinem Spind. Genau. Arsonists use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker. Whoa, hang on. Those things, they belong to Ryan, all right? He asked me to hold them because his locker's full of stupid pamphlets. I thought he used them for camping. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich nicht hier doch raus kann. Ich kann das nicht verlassen. Ach doch, jetzt. Ach, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, ich muss diesen Part hier abbrechen. Wir müssen jetzt doch zuerst zu Matthew Ryan und dann müssen wir zu Reginald Varley gehen, weil wir brauchen diese Aussage. Wir brauchen diesen Beweis für diese letzte Frage, die wir ihm stellen müssen, aber die habe ich leider erst dann, wenn ich Matthew Ryan befragt habe. Hallo. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Yeah, so ein Babyface hat er. So 14, 15 Jahre alt. Aber der ist immerhin schon 26. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. What campaign? Ja, da haben wir nämlich jetzt Gott sei Dank, ich bin immer froh, wenn ich dazu dann den richtigen Beweis habe. Und zwar haben wir da Ryans Flugblätter. Wo sind sie denn? Ryans Flugblätter, hier. Your locker is full of pamphlets. Clemens told us how you were always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. They're still peddling the same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them? A guy has to work. And the directors of the company, how do you feel about them these days?
You work it out. Tja, bestimmt nix. Interessant. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Doch, weißt du, denn dein Chef hat If ausgesagt. you know enough to do your job, you know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Weil ein gewisser Ivan Rasic eine Aussage gemacht hat. Und zwar hier, sagt aus, dass es sehr einfach ist, den Gasdruckregler zu manipulieren. Your boss at InstaHeat said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay, so I know how it's done. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. Vielleicht hat er dasselbe wie Walter Clemens gemacht. Vielleicht hat er seine Frau erwischt. Aber der versucht sich um Kopf und Kragen zu reden, wirklich. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Doch. Zieh dich doch nicht so zurück, du weißt mehr. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Okay, diese Aussage haben wir nämlich gebraucht, weil die können wir nämlich jetzt Reginald Varley gleich noch unterhängen. Aber wir haben jetzt erst noch mal eine Frage hier. History of violence. I have no such thing. Aber auf jeden Fall. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Durch die Polizeiakte, die wir von einer netten Dame übers Telefon durchgesagt bekommen haben. Und zwar hier. Vorstrafen wegen Missachtung des Gerichts und versuchten Mordes. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Hephaestus Water Heater Company. Ja, er wollte sich also rächen. Ich muss nochmal das Verhör verlassen. So I can go? Sure. As soon as your red friends storm the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Ich wollte schon sagen, der haut jetzt nicht ab. Auf keinen Fall, denn jetzt müssen wir nochmal hier rüber switchen. But procedure says we eliminate all of the suspects. Genau, und zwar haben wir hier jetzt noch eine Frage offen. So, ich würde mich jetzt genau gerne hinsetzen, und zwar die hier. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Genau, da lachen wieder beide. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Genau, da ist jetzt nämlich die Aussage von Matthew Ryan ganz unten. Und zwar hier. Er sagt aus, dass Varley mit der Suburban Wohnbauförderung unter einer Decke steckt. Ryan says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. He'll testify in court. Suburban, they got real time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. So, den Verhör verlassen wir. We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Tja, neues Ziel, einen Verdächtigen beschuldigen. Also jetzt nach fast einer Stunde Hinweise durchforsten, Fragen beantworten, hin und her gefahre, beschuldigen wir jetzt diesen Kollegen hier, Matthew Ryan, der Brandstiftung. Matthew Ryan, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Jessica Sawyer. You're putting an innocent man away here. You hear me? I didn't set any fires. I didn't kill that family. Phelps, what you did to your wife and kids was un-American. My wife threw me out. Did I ask for your opinion? You're here to listen to mine. What I was going to say, before I was interrupted, was you did a good job on the Stephen Sawyer case. We don't often get results in arson.
So well done. What about me? Do I get a little stamp by my hand or a lollipop or something? What you get is another case. A bad one, unfortunately. Tja, und wieder mal steht Phelps positiv in der Zeitung, wird als Held gefeiert. Das passt vielleicht den anderen nicht so ganz, deswegen reagieren viele auch ein bisschen abgeneigt gegen ihn. Also wieder alle Hinweise, alle Fragen, 5 Sterne. Matthew Ryan wird mit 4 Mordanklagen am Hals vor das Schwurgericht treten. Das wird viele, viele Jahre Gefängnis auf sich haben. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch. Das war unser erster Fall. Ich freue mich schon auf die nächsten Fälle. Das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich auf die Begegnung mit Leland Monroe irgendwann. Und Elysian Fields werden wir ab und zu mal auf den Geist gehen. Ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.